Kinder, einige der bösartigsten Wesen auf dem Planeten, nannten viele von Evans Altersgenossen ihn Hasenjungen. Doch hätten sie gewusst, dass es nur wenige Jahre dauern würde, bis sich dieser Hase in einen echten Schönling verwandeln würde. Heute möchten wir erzählen und vor allem zeigen, wie der wunderbare Evan Hill geworden ist. Der Junge selbst wurde in und lebt in einem wunderbaren Land namens Neuseeland, aber dank seiner Zähne wurde er nicht nur in seinem relativ kleinen Land, sondern auch darüber hinaus bekannt. Zu einer Zeit galt Evan als der Mensch mit den größten Zähnen der Welt. Können Sie sich das vorstellen? Es ist erwähnenswert, dass Evan zwar von Geburt an etwas vergrößerte Zähne hatte, aber erst während seines Heranwachsens wurden die Zähne immer größer, sodass er sie nicht mehr richtig schließen und normal essen konnte. Unter seine Fittiche nahm ihn einer der erfahrensten Ärzte in ganz Christchurch, Dr. Rob Slater. In späteren Interviews betonte dieser jedoch immer wieder, dass der Junge ihn bei jedem der Dutzende Termine verblüffte, denn in seiner 20-jährigen Karriere als Zahnarzt hatte er noch nie Zähne solchen Ausmaßes gesehen. Nach der Vermessung von Hills Kiefer stellte der Arzt fest, dass seine Neigung um ganze 12 Grad verschoben war, während die Neigung des Kiefers eines normalen Menschen nur 2 bis 3 Grad beträgt. Evans behandelnder Arzt und fast alle seine Kollegen überlegten lange, wie sie dem armen Jungen helfen könnten, denn sie hatten einfach noch keine Erfahrung mit der Behandlung solcher Defekte. So sehr sie auch versuchten, die Behandlungskosten für Hill zu senken, sie konnten keinen angemessenen Preis anbieten. Es wäre kein Problem gewesen, wenn seine Eltern über solche Mittel verfügt hätten, doch die Familie hatte neben Hills Zähnen noch viele andere Probleme. Seine Mutter machte sich jedoch vor allem wegen der Zähne des Jungen Sorgen, denn sie sahen nicht nur unschön aus, sondern verursachten ihm auch große Beschwerden. Denken Sie noch einmal daran, wie bösartig Kinder manchmal sein können, und Sie werden sofort verstehen, wie schlecht es dem kleinen Evan ging. Die Eltern des Jungen hatten 2 Möglichkeiten: entweder ihr einziges Haus zu verpfänden und einen Kredit aufzunehmen oder die Menschen um Hilfe zu bitten. Sie zögerten nicht lange und baten um eine Sendung im lokalen Fernsehen. In einer bekannten neuseeländischen TV-Show trat Evan Hill in voller Pracht auf und bat am Ende der Sendung die Zuschauer um Hilfe. Geld kam aus der ganzen Welt. Schließlich begannen die Ärzte mit der Behandlung, die nicht weniger als ganze 5 Jahre dauerte. Evan trug eine Zahnspange, und ein Teil der Zähne musste sogar etwas gekürzt werden. Als Evan Hill schließlich volljährig wurde, erkannte er sich im Spiegel nicht wieder, denn im Spiegelbild war nicht mehr der Hasenjunge, sondern ein echter Schönling zu sehen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.